Ja, hallöchen ihr Lieben, da bin ich wieder zurück zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid Portable Ops und in der letzten Folge wurde Snake gefangen. Nun müssen wir herausfinden, wo Snake gefangen genommen wurde und deswegen müssen wir wieder zur zu der Anlage und dann mit einem speziellen ja, Soldaten rein. Wir müssen den von FOX nehmen, den hier. Denn der ist der Einzige, der getarnt ist. Aber das Problem ist, wir hatten nicht so Leute mit CQC-Techniken, deswegen haben wir den jetzt reingetan. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge habe ich ein bisschen was umgeändert. Denn die zwei sind sehr gut in CQC, beziehungsweise der eine ist sehr gut und der andere hat ein A, also fast sehr gut. Deswegen habe ich die jetzt reingetan, einmal Mongose und einmal Hippopotamus. Und wir müssen jetzt den Hippopotamus nehmen, denn der ist der Einzige, der, ja, ich sag mal, unsichtbar ist. Wir müssen herausfinden, wo Snake verschwunden ist. Wir werden unsere Suche auf den letzten bekannten Aufenthaltsort konzentrieren und in der Umgebung des Eingangs absuchen. Ja, das wird keine einfache Suche werden. Du wirst aggressiv vorgehen müssen, jeden feindlichen Soldaten durch Verhöre rausquetschen müssen. Jetzt wird es Zeit für die harten Bandagen. Ja gut, das haben wir auch schon in der letzten Folge gehört. Wir werden aggressiv vorgehen müssen, was eigentlich nicht sein muss. Also wenn wir einen anderen Soldaten genommen hätten, dann ja. Aber dank ihm, seht ihr das blaue Chamäleon da oben, sind wir unsichtbar. Finde Snakes Aufenthaltsort heraus, indem du die Feinde verhörst, denen du begegnest. Das erhöht zwar die Gefahr, entdeckt zu werden, aber wir werden wohl nichts erreichen. Okay, einfach nur die Gegend absuchen. Sei auf der Hut. Gut. Das ist nämlich eine FOX-Basis oder eine Basisstation, eine Anlagenstation auf jeden Fall von der FOX. Und wenn wir den sowjetischen Soldaten genommen hätten, würde das uns nichts bringen, denn, ja. So, verhören wir mal. Vielleicht weiß ein Offizier etwas. Alles klar, also müssen wir einen Offizier, ja, einen Offizier finden und ihn dann befragen. Ich glaube, ich weiß, wo er sein könnte, und zwar in dem untersten, ja, in dem Gang zwischen dem Ostflügel und dem Westflügel, so, wo wir hier die letzte Folge waren. Wir wussten nicht, wo genau hin, und wir sind dann runtergegangen zu dieser roten, zu diesem roten Gang. Diesen Soldaten werden wir auf jeden Fall jetzt zum Truck befördern, denn wir haben ihn leider ohnmächtig gehauen. Denn wir mussten ja fragen, wer Informationen für uns bereithält. Und wie ihr seht, er kommt aus der FOX-Einheit. Und deswegen sind wir auch hier schön getarnt. Nicht unsichtbar, sondern getarnt. Das Wort fehlte mir, ist mir eben gerade eingefallen. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier einfach rumlaufen dürfen. Aber wir dürfen wirklich keine Waffe tragen. Sonst passiert genau das. Gibt kein Chamäleon. So wie jetzt. So wie ich es gesagt habe, die sowjetischen Soldaten sind hier nicht erwünscht. Es ist eine reine FOX-Basis und deswegen haben wir diesen Chamäleon und deswegen sind wir hier getarnt. So, ich glaube, ich weiß, wo der Offizier ist, bin mir aber jetzt sehr unsicher. Er sollte unter uns sein. Okay, da ist einmal einer. Den müssen wir erstmal hauen, weil er hin und her geht und dann könnt ihr uns sehen. Ups, das war zu nah. Da. Er hat noch keine Hilfe geholt. So, das nenne ich aggressiv. So, da, genau, dieser rote Gang hier. Hier ist irgendwo der Offizier, sollte zumindest, glaube ich, sein. Wenn nicht, dann liege ich mal wie immer falsch. So, okay, wenn ich mich bewege, bin ich nicht mehr getarnt. Okay. So, wo ist denn der? Also laut meinem Radar ist hier jemand. Die Frage ist nur, wo? Über uns? Oder gleich hier vorne?
Da ist sie doch. Dann warte ich, bis sie sich umdreht. Jetzt. Oder? So. Ach, jetzt. Okay. Sie haben einen Typen namens Snake da drüben im Gästehaus. Okay. Was? Du hast einen Hinweis über Snakes Aufenthaltsort gefunden? Fantastisch. Okay, komm sofort zum Truck. Dann können wir uns beraten, wie wir vorgehen. Gut, jetzt wissen wir, wo Snake ist, jetzt müssen wir ihn befreien. Looks like you've done quite a number on this one. Intel extracted via physical torture is unreliable. It has always been my understanding that a skilled interrogator doesn't have to resort to inflicting pain on his subject. You're right, Commander. But it all depends on the time and the place. This man used to be a member of FOX. For him, this doesn't even qualify as torture. I was simply saying hello. I see. As a fellow Fox, you know his limits. Still, it's not easy getting information out of him, is it, Cunningham? He is a tough one, I'll give him that. But his resilience will be his undoing. This time, I'll get the location of the remaining legacy, for sure. Can you do it? It's not part of my normal regimen, but there is a way. Drugs? Truth serum won't work on a member of FOX. While he was away from the battlefield, they developed a new formula. Confessions extracted via truth serum can't be trusted. More so if you're using a stronger formula. He could fall apart before you even have the chance to question him. You know that as well as I. Why the hurry, Cunningham? It seemed the ideal way to handle it, from an efficiency perspective. All right then. But I want to talk to him first. Be my guest. Truth serums also have an anesthetic effect. If I use it before he recovers his strength, I can't make him hurt. Let's let him taste the fear a little while longer. You've been awake all this time. You'd make a formidable opponent. I can see now why you've inherited the title of boss. And yet, you are troubled. Who are you loyal to? Why do you fight? What is a country? A soldier? Have you lost sight of these things? That's why you retired from FOX. But here you are back on the battlefield. Once you've inherited the soul of a warrior, you can never leave the battlefield. Allow me to share a story. This whole business about stealing Metal Gear, it was all a setup from the beginning. The idea was the CIA's. They were planning to give the American-developed Metal Gear to the Russians, giving the enemy a new weapon of their own design. Do you know why? Enlighten me. To prolong the Cold War. The failure of its planned economy has left the Soviet Union's finances in shambles. On top of that, thanks to the boss's work 6 years ago, they lost the philosopher's legacy. The Russians can no longer sustain the massive military spending demanded by the Cold War. And now America, in addition to acquiring the legacy, has succeeded in deploying MIRVs in battle, and is moving to cement her military superiority through the ongoing strategic arms limitation talks. At this rate, the global balance of power will soon collapse, and before long the Cold War will have ended. And when that happens, the CIA's importance will have diminished considerably. The CIA is giving Metal Gear to the Russians to maintain the balance of power? Metal Gear is a weapon far more advanced than any MIRV. It would be a most valuable trump card for Moscow. One that would render SALT irrelevant. The world would move away from compromise and accommodation, and once again split in two. The age of soldiers and spies would continue.
Fox's orders from the CIA were not to guard Metal Gear during transport, but to steal it. And then to pretend to defect to the Soviet Union. A clever plan on the part of the CIA. All designed to protect its organizational interests. No. No way. I don't believe it. This is what you call your country. So that's why you staged a rebellion. I will create a world I desire. Just as soldiers have need of talented officers, men have need of talented leaders. Leaders capable of granting guidance to the world. I was created for that purpose. Created? Have you heard of the Successor Project? No. It was a top-secret experiment conducted by the US government. Its goal, to create the ultimate battlefield commander. The skills to wage war, the aptitude for strategy, the endurance to return from battle alive, and the charisma to overwhelm and master the hearts of soldiers. My voice is endowed with a special power. Another product of the Successor Project. And the soldier they chose as the model leader was none other than the legend herself, the Boss. The Boss? I received these gifts. I inherited them. Snake, you inherited the title of Boss. You were her last disciple. You and I are like brothers. And as such, I couldn't possibly kill you now. Make yourself comfortable, brother. For you're about to witness the creation of my new world. Ja, da haben wir doch ein kleines Geheimnis rausgefunden, dass die CIA mit Absicht den Kalten Krieg hinauszögern will, damit sie weiter existieren darf. So, wir haben weitere Munition für den Raketenwerfer bekommen. Passt alle auf, unsere Verhöre der Feinde haben den Aufenthaltsort ergeben, an dem Snake gefangen gehalten wird. Er befindet sich augenblicklich in dem Gästehaus. Wir müssen sofort losziehen und ihn retten, aber unglücklicherweise haben wir noch nicht die Position dieses Ortes rausbekommen. Weil es sich hierbei um eine Einrichtung handelt, die von wichtigen Leuten genutzt wird, ist die genaue Position des Gästehauses ein wohlgehütetes Geheimnis. Es ist recht wahrscheinlich, dass keiner der Feinde, die wir verhört haben, den genauen Position kennt. Und es ist auch wahrscheinlich aus den gleichen Gründen auf keiner unserer Karte verzeichnet. Deshalb ist es für den Augenblick unsere wichtigste Aufgabe, die genaue Position des Gästehauses herauszufinden. Ihr solltet versuchen, reguläre Besucher des Gästehauses zu verhören, Regierungsbeamte und hochrangige Offiziere. Es scheint auch eine gute Idee zu sein, die Aufklärung unserer Spionageeinheiten zu verstärken. Wir müssen die Position von diesem Gästehaus unter allen Umständen herausfinden. Wenn irgendjemand gute Ideen hat, immer raus damit. Oh, und da kommt ja schon der erste Bericht. Den Gefangenen erfolgreich, okay. So, dann lesen wir mal diesen Bericht. Oh, 3 neue. Regierungsbeamte gesichtet. Wir haben den Regierungsbeamten in der Stadt gesichtet. Alles klärchen. Wir müssen die Position von diesem Gästehaus rausfinden, entsprechend der Aufklärung, die wir von unserer Spionageeinheit bekommen haben. Ja, befindet sich Regierungsbeamte in der Stadt, der Information darüber, okay, versuche einige Regierungsvertreter zu verhören, okay. Das ist genau das gleiche wie mit den Bombenlegen, nur diesmal müssen wir die Regierungsbeamte verhören. Wir müssen die Position vom Gästehaus rausfinden, einer vertrauenswürdigen Quelle zufolge haben die Wachen auf der Eisenbahnbrücke vielleicht Informationen darüber, wie man das Gästehaus erreichen kann. Beide Orte, die Eisenbahnbrücke und das Gästehaus, sind Hochsicherheitsbereiche auf dieser Halbinsel, daher würde es Sinn machen, dass die Wachen, die auf der Brücke stationiert sind, Teil des gleichen Wachkommandos sind wie die am Gästehaus, und wem das so ist, dann kennen sie bestimmt den Weg zum Gästehaus, wo ihre Kameraden stationiert sind. Wir werden sie vielleicht etwas härter anfassen müssen, aber es muss sein. Quetsche aus den Wachen der Brücke die Position des Gästehauses heraus. Führe den Feind, während er auf Patrouille ist. Wir müssen Informationen haben, die wir verwenden können. Gib alles, was du hast, zeig keine Gnade, mach schon. Ah ja. Hier ist noch ein Anlageneingang. RPG-7 gefunden. Quellen deuten darauf hin, dass... Oh, ein Raketenwerfer. Den brauche ich. Den brauche ich auf jeden Fall für einen gewissen Bossfight.
Den werde ich aber... Weiß nicht, soll ich ihn jetzt holen oder erstmal Snake befreien? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Möglich, dass ich eventuell erst Snake befreie. Aber naja, schauen wir erstmal später. Ich werde auf jeden Fall die Eisenbahnbrücke nehmen, denn die Karte ist sehr klein und da haben wir schnell alles im Griff. Und da können wir uns auch ruhig tarnen als dieser FOX-Soldat. Und deswegen beginnen wir mal. Wir müssen die Position, okay, das weiß ich, bla bla bla. Der Soldat klingt wie ein Pokémon, Hippopotamus. Komisch. It's me. Somehow I knew it would be you. Yes, negotiations with the Kremlin were a success. They won't interfere with what's about to happen. I must thank you for all your help. When they saw the trajectory data for Metal Gear, they knew that this was no bluff. The CIA must be in a state of total panic about now. All part of your plan, I presume. Tell me something, though. You couldn't possibly have obtained the data on your own, could you? There must be someone backing you. Who is it? Never mind. I've got a fairly good idea who it is. The man with the same code name as Null. But you do realize you're betraying your employer, don't you? Just what is it you've got in mind? You're not using me, are you? No matter. We'll meet again. In a new world. One of my own creation. Until then, my friend. Ocelot. What is it? What's happened? Pardon us, sir, but the perfect soldier, he's... Ah! Ah! No. What's the meaning of this? I must complete my mission. Stand down, Null. Not yet. He lives. I have not completed my mission. You mean Snake? He's been captured. Your mission is complete. Stand down, Null. No. Why won't you die, Snake? Out of my way. I'll kill him. I must kill him. I must kill... You will follow my orders, perfect soldier. I am your commander. Take him to the preparation chamber. The perfect soldier has his memory reset after every mission. And yet, after a single skirmish, you managed to instill such strong emotions in him, Snake. Ja, wir haben was ganz Tolles gehört, aber das nach dem Codec. Die Wachen auf der Brücke wissen, wo sich das Gästehaus befindet, in dem Snake festgehalten wird. Und wir werden diese Information aus ihnen rausbekommen. Verhör den Feind, pack sie ruhig etwas härter an, wenn sein muss, setze Gewalt ein. Besorg einfach diese Information. Snake verlässt sich auf uns. Verstanden? Geh und beschaffe uns die Position des Gästehauses. Sofort, häng dich rein. Danke. Ja, das ist jetzt ganz viel Background-Story. Die wird auch nirgendwo erklärt, leider. Vielleicht doch am Ende, wahrscheinlich. Deswegen muss ich kurz überlegen, wie ich das am besten tue. Denn, genau, erstmal Soldaten wechseln, weil der war hier nicht getarnt, sondern der Offizier ist hier getarnt. Ja,
wir haben gehört, dass Ocelot mit Jean verhandelt hat. Was heißt verhandelt? Ocelot agiert wie eine Puppe quasi, denn niemand anderes zieht die Fäden. Und Jean hat ja gesagt, derselbe Codename wie Null. Ah, wer kann das wohl sein? Zero natürlich, 00. Zero heißt 0, Null heißt 0. Der gleiche Codename. Und zwar ist er jetzt eine Background-Story, die... Das, was ich jetzt sage, werden wir nicht am Ende herausfinden, aber im Zusammenhang mit allem hätten wir das so oder so rausgefunden, denn Zero hat den Jean kontaktiert und weiht Jean in seine Pläne um, in die Organisation der Patriots ein und bietet ihm an, ein Patriot zu werden, weil er halt fast das gleiche Ziel hat wie Zero. Ja, allerdings muss er dafür mithelfen, die zweite Hälfte des Erben der Philosophen vom CIA-Director zu stehlen. Der Plan ist, den Director glauben zu machen, eine Rakete würde auf ihn zufliegen, aber das werden wir noch später des Weiteren sehen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass Zero mit Jean zusammen quasi arbeitet. Denn beide haben jetzt nicht die gleichen Pläne, aber in der Art und Weise gleiche Pläne. Denn Zero will ähnlich wie Jean eine friedvolle, Umgebung haben. Denn wir wissen ja, dass Zero für Boss Plan vervollständigen will, indem er die ganze Welt zusammen wieder vereint, und das will ja Jean auch einerseits, aber nur mit einer militärischen Stadt. Das ist ja so ähnlich. Auf jeden Fall, die Geschichte wird uns noch ein bisschen weiter einweihen. Ja, will ich aber jetzt noch nicht viel spoilern, das werden wir alles noch sehen. Und ja. Jetzt wollen wir erstmal hier die Pläne oder Informationen finden, wo Snake sein soll. Hast du die Karte? Exzellent, gut gemacht. Okay, du hast es geschafft. Komm sofort zurück zum Truck. Alles klärchen. Hi there. I brought you some dinner, and some for the prisoner, too. Thank you. Awfully nice of you to come all this way just to bring me a meal. Don't mention it. Say, mind if I talk to the prisoner for a little while? I want to meet the man who fought the perfect soldier and lived to tell about it. Don't mind me, just enjoy your supper. Huh? But... Please try to understand. When a girl's life is on the line, sometimes she longs for a strong man. Go ahead. Can you do me a favor and look the other way for a while? Looks like you've really been through the ringer, Snake. But I'm glad to see you're alive. I never thought you'd actually survive a fight with Null. Let's see if we can't get you patched up. Oh, eat your dinner. Don't worry, it's not drugged or anything. Don't move, Snake. And keep quiet, okay? Can you hear me? Is this telepathy? Shh. Not so loud. Just be quiet and listen. I don't have enough power to talk for very long. Gene has begun preparations for Metal Gear's ballistic launch. He's given the orders to start loading the nuclear warheads. What? It's still too early. Did the negotiations break down? I don't know. Not even Ursula and I can know what's running through Gene's mind. As to why he's negotiating with both the US and the Soviet Union, your guess is as good as mine.
I think he may be preparing to use Metal Gear right now, no matter how the talks turn out. But I can't stop him. Not by myself. Not while he has Ursula on his side. You're the only one I can count on. They've probably taken Metal Gear from the harbor to the assembly plant so they can load the warheads. If you destroy it now, you can at least prevent Gene from launching a nuclear attack. Why are you telling me this? I saw a vision of you destroying Metal Gear. My premonitions don't always come true. But I do know that you've got a chance to prevent nuclear holocaust. Can you get me out of here? Not right now. Be patient. Your luck will change soon. Well, that makes me feel better. I'm practically smiling. On the inside. All good things come to those who wait. Okay, Chief, time to wrap it up. Huh? Oh, sorry. I guess I got a little too into it. Into it. This is our little secret, okay? Don't tell anybody. Please, Snake. You have to believe. Ja, jetzt wissen wir, wo Metal Gear sich befindet. Wir haben die Position des Gästehauses erfahren, in dem Snake gefangen gehalten wird. Der nächste Schritt ist, da hineinzuschleichen und eine Rettungsoperation durchzuführen. Die Sicherheit wird dort sehr hoch sein, aber davon dürfen wir uns nicht aufhalten lassen. Wir werden ihn wieder zurückholen. Alle einverstanden? Ein neuer Bericht. Gästehaus. Wir haben das Gästehaus gefunden. Welch ein Zufall. Das werden wir doch alles machen, aber erst in der nächsten Folge.